Also was ist es jetzt? Audio-Interface, Multi-Effekt für Gitarre und Bass und Modeler. Tuner? Okay. Ja, lass mal Intro laufen und dann den Song, den wir gemacht haben. Party People, herzlich willkommen zum Review des Jam King von Falcon 1, Falcon One. Ist ja eine deutsche Firma, kann man sich also eigentlich aussuchen. Klar ist, Jam King ist mehr als nur ein Gerät. Der will sich nicht festlegen lassen auf eine Bezeichnung, denn wir haben in der Tat ein Audio-Interface, wir haben in der Tat ein Multi-Effekt-Gerät für Gitarre und Bass, aber eben auch einen Modeler, also die Klasse von Geräten, die seit Anfang der 2000er, angefangen mit dem Pod bis heute hin zu Neural DSP, Fractal, Kemper, alles sehr hochpreisige Geräte, eben den Gitarrensound prägen. Bei dem Jam King haben wir es dagegen mit einem sehr preisgünstigen Modell zu tun und das hat mich überrascht, denn das, was an Features draufsteht, klingt nach mehr. Gehen wir mal kurz über die Oberfläche und dann hören wir ein bisschen tiefer rein, was denn an Sounds drin steckt. Zunächst einmal fällt das geringe Gewicht und die kleine Form auf. Wir haben ein kleines Display oben drauf, was aber trotzdem alles anzeigt, was man sehen muss, nämlich alle eingeschalteten Effektblöcke kann man auch nochmal anhand der beleuchteten Taste hier vorne dann sehen. Das Display an sich ist aufgeteilt in den oberen Teil, wo wir den Batterieladestatus sehen. Moment mal, Batterieladestatus? Ja, der Jam King kann nämlich komplett ohne Netzkabel betrieben werden. Aufgeladen über USB-C habt ihr bis zu 10 Stunden Akkulaufzeit und könnt einfach jammen, was total sinnig ist, denn der Jam King hat einen Stereo-Kopfhörerausgang. Damit kann man sich einfach auf die Couch setzen, Gitarrenkabel rein und los geht's. Der Jam King hat aber auch einen Mono-Klinkenausgang, mit dem man sich mit seinem geliebten alten Gitarrenverstärker verbinden kann und einfach beim Kumpel jammen. Und wenn wir gerade dabei sind, USB-C ist nicht nur zum Aufladen, nein, ich kann den Jam King auch direkt mit meinem Computer verbinden, egal ob PC oder Mac. Der Jam King wird dort dann als Audio-Interface erkannt und kann direkt in die DAW eingebunden werden, sodass ihr einfach mit einem Kabel reingeht, über das USB-C-Out raus an den Rechner und direkt aufnehmt. Direkt neben dem Batterieladestatus habt ihr die Anzeige, die euch anzeigt, ob ihr über Bluetooth verbunden seid. Das könnt ihr nämlich zusammen mit der optionalen App, da gibt es einen kleinen QR-Code im Manual, könnt ihr das runterladen, gibt es ganz normal für Android und für Apple, könnt ihr dann Effekte steuern, aber eben auch Streaming auf den Jam King machen. Warum, wieso? Naja, denkt wieder an die Geschichte, ihr sitzt auf der Couch, habt die Kopfhörer am Jam King und jammt einfach zu den Songs dazu, die über Bluetooth in den Jam King rein streamt. Spoiler-Alarm, um die App werde ich mich heute nicht kümmern. Es geht vor allen Dingen erstmal darum, die Grundfunktionen zu zeigen. Das mit der App ist, glaube ich, echt nochmal ein eigenes Video. So, im mittleren Teil der Anzeige seht ihr dann die Auflistung der Effekte. Also, es gibt Pre-Effekte, Noise Gate, Booster und es gibt die Amp-Simulation, die unter Amp angezeigt ist und dann gibt es Modulation, es gibt Delay, Reverb und all das könnt ihr hintereinander bis zu 60 Effekte
miteinander kombinieren und da in dem Strang seht ihr, in welcher Reihenfolge das Ganze miteinander verbunden ist. Was das Ganze letztendlich zum Modeler macht, ist, ja, es gibt eigene Amp-Models und hinten gibt es nochmal eigene Cap-Models, die man beliebig miteinander austauschen kann. Man ist also nicht darauf angewiesen, zum Beispiel einen Rectifier mit einer Rectifier-Box zu spielen, sondern ich kann einen Rectifier auch zum Beispiel mit einer 8x10er Ampeg-Box spielen. Macht keinen Sinn, geht aber. Der Jam King hatte mich vom ersten Sound an und das ist nicht immer der Fall, weil oftmals sind die Programme, die in solchen Geräten drin sind, vor allen Dingen erstmal komplett überladen. Aber jetzt hört euch mal diesen Sound P01 an. Übrigens einer von 40 Grundsounds, die erstmal drinne sind und ihr habt noch 40 weitere Speicherplätze, die ihr dann selbst irgendwie bestücken könnt. Das ist jetzt nur vorne auf dem P90. Wenn ich umschalte, geht der Jam King mit. Humbucker. Und ihr hört schon, da ist ein sehr dynamischer Hall drauf. Das ist der Swell-Hall. Wie soll ich das erklären? Es gibt auch ein Ducking-Delay drin. Das sind Effekte, die sich zurückhalten in dem Moment, wo ihr spielt und bei Spielpausen dann eben nach oben kommen. Wieso, weshalb, warum? Naja, während dem Solo wollt ihr vielleicht nicht zugematscht werden, aber wenn ihr eine Note stehen lasst, dann kann die ja gerne dann auch überdeckt werden von dem Effekt. Gehen wir mal in dieses Programm ein bisschen tiefer rein. Ihr seht also hier P01, daneben seht ihr die Lautstärke dieses Presets. Mit diesem Schalter, dem Paraschalter, könnt ihr immer auswählen, was ihr gerade verändern wollt. Jetzt bin ich auf dem Programm. Wenn ich das deaktiviere, bin ich auf der Lautstärke von diesem Preset. Die Overall-Lautstärke kann ich immer hier drüben mit dem Master regeln. Den habt ihr also immer im Griff. Gut, wenn ich jetzt zum Beispiel in diesen Amp rein will, gehe ich einfach hier drauf auf Amp. Da seht ihr schon, das ist das Model eines Deluxe Reverbs, also ein Fender Amp mit einer 4x12er Box hinten dran. Gut, gehen wir wieder auf den Amp vor. Nee, beziehungsweise jetzt habe ich ihn ausgemacht. Ihr seht schon, also hier oben über den Pararegler könnte ich jetzt den Amp verändern. Wenn ich jetzt hier weiterspringe, kann ich die verschiedenen Parameter des Amps ändern. Wenn ich also sage, ich möchte vielleicht mehr Gain haben, dann habe ich schon einen ziemlich geilen gainy Sound, wenn ich auf dem Humbucker bin, aber vorne auf dem Single Coil tierisch. Bei Gain passiert es nun mal leider, dass auch mal ein bisschen Rauschen und Brummen dazu kommt. Kein Problem, geht einfach hier vorne auf FX. Da hätten wir hier als erstes das Noise Gate, dann den Booster und dann hinten noch einen Kompressor drauf. Gehen wir mal zurück auf das Gate. Ich gehe hier runter, aktiviere diesen Taster und kann dann entsprechend das Gate anlupfen. Okay, großartig. Und dann muss ich das Gate nur noch aktivieren. Das kann ich hierüber machen, kann ich aber auch zum Beispiel über diesen Schalter machen. Dann hört ihr schon, wie das Gate langsam das Rauschen abdrückt. Alright,
lasst uns weitergehen. Über den Home-Taster komme ich immer wieder zurück zu der Oberfläche, die ich euch bereits gezeigt habe. Gehen wir mal auf Sound Nummer 2. Auch hier haben wir einen Amp drinne und ein Cap-Model hinten reingeladen. Jetzt probieren wir doch mal über den FX uns zum Beispiel einen Booster davor zu schalten vor den Amp und mal zu gucken, wie der sich dann verhält. Das Geile beim Booster ist, dass ihr nicht verzichten müsst auf das Gate, wenn ihr den Boost verwendet. Ja, ihr könnt also auch hier das Gate einstellen und dann einfach rüberspringen zum Booster. So, in der Position könnte das zum Beispiel auch als Solo-Boost fungieren. Ihr spielt Rhythmus. Funktioniert einwandfrei. Aber vielleicht brauchen wir ein bisschen Delay. Über Drücken der Taste Delay seht ihr schon, es blinkt. Und zwar in der Geschwindigkeit des Delays. Und ihr habt es euch schon gedacht, wenn ich jetzt auf die Taste drauf drücke, ist es auch gleichzeitig mein Tab-Taster. Falsch, es ist der Taster unten drunter. Jetzt ein bisschen viel Boost. Ganz ehrlich, ich hatte letzte Woche eine Probe, wo ich zur Aushilfe mitspielen sollte und ich wusste, in dem Proberaum steht ein Amp. Ganz ehrlich, ich nehme jetzt immer den Jam King mit, weil da bin ich safe. Ich kann mir einfach ein Delay nehmen und kann den Jam King einschleifen in den Amp oder ich schalte das ganze Gerät einfach vor einem bestehenden Amp oder gehe über den Klinkenausgang in den Return von dem Amp und habe damit dann irgendwie einfach nur die Endstufe angesteuert. Und wenn alle Stricke reißen, gehe ich mono raus auf die Anlage und lege mich einfach über die Gesangsanlage zu der Probe dazu. Okay, gehen wir mal weiter von den clean, crunchy Sounds und gucken mal, was es so an verzerrten Sachen gibt. Hier haben wir es zu tun mit einem richtigen High-Gain-Sound. Da merkt man schon, das Gate ist dann wirklich wichtig. Da gefällt mir jetzt zum Beispiel die Box nicht hinten. Also gehen wir nochmal rein und gucken mal, was hier geht. Oh, das finde ich gut. Okay, jetzt passt mal auf. Super High Gain, Humbucker. Gegenteil, vorne Single Coil und nur leicht aufgedreht. Gleicher Sound. Einen verzerrten Sound nehmen wir uns noch vor. Okay,
Okay, Programm Nummer 8. Amp hier drinne ist 5150. .5150 kann man auch mal über Chorus, über einen verzerrten Sound nachdenken. Oh Gott, da ist es. Okay, weiter spiele ich es gar nicht, aber auch das geht. Lasst mich euch noch eine Sache zeigen, die wirklich hilfreich sein kann, wenn ihr den Jam King bei einer Probe dabei habt und ihn wirklich benutzen wollt als vollwertiges Effektgerät, wo ihr auch Effekte an- und ausschalten könnt. Dafür gibt es den Stomp Mode. Drückt dafür einfach nochmal auf die Home-Taste. Und dann seht ihr, dass sich die Farbe der Programmnummer verändert, und zwar in so ein Purple-Lila. Und dann könnt ihr mit Hilfe der Fußschalter Effektblöcke anwählen und an- und ausschalten. Anwählen geht über den rechten. Ich habe jetzt in dem Falle mal den Chorus ausgewählt und über den linken Schalter kann ich den jetzt an- und ausschalten. Wenn ich den Block FX anwähle, würde ich jetzt hier den Booster und das Gate abschalten. Hören wir dann sofort. Und merken wir auch am Sound. Nochmal kurz, um es klarzustellen. Wenn ihr den Jam King spielt über den Mono-Ausgang hinten raus in euren Amp, dann sind die Effekte auch Mono. Wenn ihr ihn nutzt über den USB-C-Out an euren PC oder Mac oder an ein Mobile-Device, dann sind die Effekte Stereo. Das gilt auch für den Kopfhörerausgang. Für alle, die sich gefragt haben, welchen brutalen Sound ich verwendet habe am Anfang bei dem Song, das war Sound Nummer 30. Der ist so Metal, der ist einfach dafür gemacht, solche Riffs abzufeuern. Hat mich sofort an Dimebag Darrell, Pantera erinnert. Und ganz im Ernst, das vor einem kleinen Übungsverstärker, feuerfrei. Okay, Freunde, ich könnte noch stundenlang reden über die Anschlussmöglichkeiten, die Art und Weise, wie man ihn verwenden kann. Ich glaube, eins ist klar. Für ein Gerät von dem Preis, mit den Möglichkeiten, ist es eigentlich das Must-Have für jeden Gitarristen und Bassisten, das im Gigbag, und du bist immer für einen Plan B offen. Amp fällt aus, dein Modeler hängt sich auf, weil er ein neues Software-Update bekommen hat. Jam King raus, ab geht die Show. Ich muss ehrlich gestehen, ich war skeptisch am Anfang über ein Gerät von dem Preis, aber die Sounds, die ihr hört bei dem Song und die ihr jetzt gehört habt, die stehen einfach für sich. Ich kann nicht ausschließen, dass ich zukünftig, wenn es um Metal-Sachen geht oder wenn ich einen guten Deluxe-Reverb brauche, den Jam King rausholen werde und damit meine Jam-Tracks machen werde, weil das ist einfach so nah am Original, dass es für mich persönlich vollkommen ausreichend ist und es fügt sich alles super ein in den Song. Was will ich mehr? Also, checkt die Website von KSE Music. Link ist unten drin. Schaut euch den Jam King und viele andere Produkte von Falcon 1, Falcon One an. Und ich hoffe, ihr werdet fündig. Nicht nur für die, die irgendwas brauchen, was nur mit Batterie läuft, sondern auch für alle anderen Leute, die einfach ein gutes Effektgerät, ein Modeler, ein Audiointerface, ein Tuner brauchen. Ich geb's auf. Macht's gut.